Hallo liebe Goldsucher und herzlich willkommen, wenn ihr neu seid. Heute fahre ich in ein entlegenes Goldabbaugebiet, in dem früher Goldseife und Golderze gewonnen wurden. Abbauspuren vom damaligen Goldrausch findet man hier noch überall. Am Wegesrand findet man überall noch Goldseifenhügel. Ja, hallo liebe Goldsucher, hier ist Pionier Daniel, ich grüße euch. Wir laufen gerade zu einem der bekanntesten Goldabbaugebiete in Deutschland. Die Landschaft außen ist natürlich sehr interessant und das schauen wir uns jetzt mal genau an. Viel Spaß beim Zuschauen. Es gibt sogenannte Pfadfinderpflanzen, die dem Goldsucher das Vorhandensein von Gold anzeigen können. Der Bereich, den ihr jetzt hier hinter mir seht, das ist also diese Muttererde oder diese Deckschicht, in denen die Goldseife drin war. Und ganz interessant zum Beispiel ist, wie kommt man denn eigentlich da drauf, in so einem Gebiet hier nach Gold zu suchen? Also normalerweise, wenn man sich das so überlegt, da läuft doch jetzt keiner in der Gegend rum und findet hier plötzlich Gold. Interessante Geschichte. Im Bauch einer Gans soll angeblich kleine Goldblättchen drin gewesen sein, die beim Schneckenessen vom Grund des Flusses praktisch gefressen hat. Und dadurch sind die auf die Idee gekommen, dass in dem Bach Gold sein kann. Interessant. So haben die früher herausgefunden, wo es Gold gibt. Manche Bäume und manche Pilze wachsen bei Schwermineralien im Boden besonders gut. Die alten Goldsucher wussten das und haben das natürlich genutzt. Das ist also ein unglaubliches Biotop allein auf so einem kleinen Quadratmeter. Und da drüben Heide. Wunderschön. Freiwillig hier hochläuft, immer verrückt. Da kommst du ja mit normalem Gepäck schon kaum hoch und da dann zu arbeiten. Wahnsinn. Was wer das macht, der ist verrückt. Tonnenweise Gold abgebaut. Also die Bergleute haben sich auf jeden Fall ziemlich beengt gefühlt, würde ich sagen, ne? Wenn man in solchen Löchern rumkrabbelt.
Offensichtlich wurden die Schächte dann aber aufgegeben. Hat sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Schaut euch das an. Hammergeil. Schöne Quarzader.
Also besonders cool finde ich eigentlich, dass man das dann besonders gut sehen kann, weil es praktisch glitzert. Das heißt, wenn man hier so die Felsen entlang läuft, dann kann man besonders einfach sehen, ob irgendwo ein Flitterchen aus dem Moos rausschaut. Ja, so kann man zum Beispiel beim abendlichen Spaziergang gleich noch ein bisschen Gold suchen gehen. So, achtet mal auf die Reflexionen. Ja, bei Nacht ist das Ganze natürlich noch viel krasser, weil da schläft das Gold.